Guten Morgen und willkommen zum dritten Tag meiner Alpentour. Das Örtchen Reischach unterm Kronplatz liegt eine ganze Ecke höher als Brunegg und hat neben dem Kronplatz auch ein tolles Bad in einer ausgezeichneten Saunalandschaft. Besuch dringend empfohlen. Dazu habe ich diesmal keine Zeit, denn ich habe heute noch echt was vor. Denn zum Alpe-Adria-Radweg ist es noch ein ganz schönes Stück hin. Da muss ich heute schon mal eine ganze Ecke abradeln. Nicht, dass das Wetter bis dahin umschlägt. Das weiß man in den Alpen ja nie. Das mit dem Telefonieren ins Festnetz klappt nicht. Ich finde zum Glück eine Unterkunft mit Handyangabe und reserviere für heute Abend telefonisch in Mauthen. Da bin ich auf der sicheren Seite. Bis dahin ist aber eine ganze Ecke und ich habe ordentlich Höhenmeter zu machen. Besonders der Pass ins Galltal rüber ist eine große Unbekannte. Wegen der Höhenlage von Reischach werde ich nicht mehr auf dem Pustertaler Weg runterfahren, sondern bleibe auf einem Höhenweg, den ich schon 2012 ausgelotet habe und der prima zu fahren ist. Ich fahre vorher noch zum Einkaufen in die kleinen Lebensmittelladen, den ich vom Frühjahr kenne, und zur Unterkunft, die ich eigentlich gebucht hatte, um anzufragen, was gestern schief lief. Dann aber hurtig losgetreten, es ist schon wieder 10:30. Da haben die doch tatsächlich extra für mich die Straße geteert. Da ich heute ja noch ziemlich nach oben hinaufkomme, habe ich vorsichtshalber schon mal die lange Radhose angezogen. Nach einem kräftigen Anstieg geht's hier aber flott runter nach Niederolang. Durch die beiden Orlangs muss man sich etwas hochplagen. Danach beginnt aber eine wunderschöne Fahrt entlang des Stausees. Hier fahre ich schon im oberen Pustertal und habe gerade Welsberg passiert. Das passt jetzt perfekt. Die Brotzeit muss allerdings noch warten. Jetzt kommt gleich die abgefahrene Überquerung des Praxer Baches. Jo Leute, ich befinde mich hier bereits hinter Niederdorf
und dürfte wohl bald in Toblach einrollen. Ich verlasse schon wieder Toblach und habe somit die Wasserscheide überquert. Das heißt, ich schwenke jetzt auf den Trauradweg ein und es geht erstmal bergunter. Jo, ihr Leute, man glaubt es nicht, was hier jeden Winter und Frühling an Geröll herunterkommt. Weiter geht's zum Vesperplatz. Da weiß ich eine gute Stelle hinter Inichen. Nach Inichen ist natürlich nur ein Katzensprung, vor allem wenn es runtergeht. Ich habe jetzt krass Hunger und mein Vesperplatz ist nah. Jetzt seht euch das an, Leute. Und dann versteht ihr mich, warum Baden und Radeln am Meer nix für mich ist. Jetzt ist es soweit. Ich fahre im Radler hin.
Ich habe mich jetzt wieder eingekriegt, nämlich gerade Sillan. In Panzendorf ist dann der gemütliche Teil vorbei. Und dann heißt es den Berg hoch. Da liegt ja die Straße nach Igls hoch am Samstag noch schwer im Magen. Daher beschloss ich schon im Vorfeld, die B111 rauf zum Kartischer Sattel zu meiden und mich durch den Wald zu schlagen. Das heißt schieben, klar, aber der Weg ist wirklich übelst. Da liegen nicht unter 15% dann. Sauber. Der Plan, der grobe, war dahin getimt, so bis 5 Uhr nachmittags in Mauten zu sein. Der rotzfreche Anstieg hat mir jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit gekostet, im Schleichtempo. Jetzt ist es 14:45 Uhr und mir verrinnt die Zeit in den Pedalen. Ich hoffe, es geht nun gemäßigter voran und ich komme einigermaßen locker auf den Sattel hoch. 40 Kilometer Luftlinie sollten in gut 2 Stunden zu machen sein. Herrje, ich bin schon wieder am Schieben und mein Zeitpolster schmilzt wie Butter in der Sonne. Zudem verliere ich jetzt auch noch etwa 80 Höhenmeter. Der Ausflug durch den Wald hat mir leider nichts gebracht. Da wäre ich doch besser auf der Straße geblieben. Die ist nämlich kaum befahren. Jetzt sieht es zu 6% an. Ich hoffe, dass ich da gleich oben bin. Das zieht sich. Ich habe spürbar Gegenwind und komme kaum voran. So, mittlerweile ist es so 3:30 und ich habe ordentlich Gas gegeben. Nach einer kleinen Pause habe ich nun den Sattel erreicht und hoffe, dass es von nun ab runterwärts geht. Die Hoffnung platzt wie eine Seifenblase. Da hinten geht schon wieder um die 6% hoch, wenn auch nur 500 Meter. Wenn das hier mit dem Rauf und Runter so weitergeht, ist das heute noch ziemlich spät. Da werde ich vor 7 Uhr kaum in Mauten sein. Zudem hält mich auch der Gegenwind auf. Die Sonne hängt jetzt schon ziemlich tief und der gemütliche Teil ist jetzt vorbei. Ich mache jetzt ordentlich auf Speed. Nichtsdestoweniger, die Strecke ist trotz des dauernden Auf und Abs einfach vom Feinsten und macht Spaß zum Fahren. Liebe Radreisefreunde, wie ihr seht, habe ich es ziemlich eilig. Zum Glück hat der Wind nachgelassen und es geht im letzten Abschnitt nun endlich konterwärts. Da mache ich ziemlich Zeit gut und bin tatsächlich um 18:20 Uhr in Mauten. Die Unterkunft ist klasse. Der Tag war trotz der Hektik im zweiten Teil perfekt. Leider aber tut sich heute noch ein neues Problem auf. Dazu aber morgen mehr.